Ja, willkommen zum Test der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. In diesem Fall in der 47 mm Variante. Wie ihr seht, ich bin am Tor der Alpen. Das heißt also, ich bin jetzt im Allgäu im Urlaub und nicht im Studio. Daher wird das Ganze hier auch ein kleiner Kurztest. Ich habe wie gesagt die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der 47 mm Variante. In diesem Fall in schwarz. Und ich muss auch sagen, die Uhr ist wirklich sehr gut verarbeitet. Ich habe die Uhr jetzt schon einmal hier fallen lassen auf den Stein, aber auch schon mehrmals hängen geblieben und man sieht der Uhr absolut gar nichts an. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch hier ein Saphirglas verbaut, das heißt also, das Ganze ist auch hier sehr kratzsicher. Was die Steuerung angeht, so wird das Ganze hier über Touch bedient, beziehungsweise über die Lünette. Was neu nämlich ist, ihr könnt auf jeden Fall jetzt das Ganze auch wieder mit Lünette bedienen. Das heißt also, wenn ihr jetzt durch die Menü scrollt, könnt ihr einfach hier an der Lünette drehen und dann könnt ihr hier ans nächste Menü weiter scrollen. Auch das AMOLED Touch Display liefert hier wirklich sehr gute Arbeit. Ihr bekommt einmal wirklich ein sehr scharfes, mit einem sehr guten Schwarzwert-Display angeboten. Aber auch wenn ihr Regen habt, könnt ihr das Display hier ohne Probleme bedienen. Es gibt hier keine Fehlbedienung oder keine Fehlinterpretation eurer Bedienung und könnt das Ganze zumindest bei leichtem Regen ohne Probleme durchführen. Auch was die Fitnessfunktion der Samsung Galaxy Watch 6 Classic angeht, bekommt ihr natürlich wieder einen Schrittzähler angeboten, ein Kalorientracking als natürlich auch Aktivitätsminuten. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch wieder eure Körpermesswerte messen. Das heißt also, sei es jetzt die Skelettmuskulatur, der Fettanteil, als auch der BMI, werden dann hier ermittelt bzw. dann auch berechnet. Ebenfalls bietet die Samsung Galaxy Watch 6 Classic auch hier wieder die Stressmessung. Das heißt also, hier wird anhand des Pulses gemessen, ob euer Körper jetzt entspannt ist oder an dieser Stelle gestresst ist. Natürlich haben wir auch ein Schlaftracking dabei, das heißt also Schlafenszeiten werden hier auch erkannt, sowohl Einschlaf- als auch Aufwachphasen. Ihr bekommt natürlich dann auch nochmal eine Analyse des Schlafs, das heißt also hier wird dann geschaut, wie eure Tiefschlafphasen waren, ja die Wachphasen, das bekommt ihr hier aufgeschlüsselt. Ich kann jetzt sagen, dass zumindest die Aufwachphasen bzw. auch die Schlafenszeiten doch halbwegs mit denen gepasst hat, was ich mit meinen anderen Uhren ermittelt habe. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, ist die REM-Phase jetzt richtig oder sind die Aufwachphasen, die ich im Schlaf hatte, jetzt richtig. Das kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Ich habe kein Schlaflabor. Man soll diese Werte jetzt sowieso nicht so stark gewichten. Es ist, ich sag mal, zum groben Richtwert ist es dann hilfreich. Mehr ist es an dieser Stelle aber dann auch nicht. Leider fließen diese Faktoren auch in keinerlei irgendwelche Algorithmen ein. Das heißt also, es gibt dann auch in der Samsung eigenen Health App nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt eine gute Regeneration gehabt und bekomme hier eine Auswertung fürs weitere Training. Das fehlt hier an dieser Stelle. Hier geht es wirklich darum, dass nur das Ganze getrackt wird. Aber wie gesagt, es gibt an dieser Stelle hier leider keine Auswertung. Natürlich haben wir der Samsung Galaxy Watch 6 Classic auch wieder einen optischen Herzfrequenzsensor dabei. Das heißt also, hier wird dann direkt am Handgelenk der Puls gemessen. Dabei könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr fortlaufend messen möchtet, das heißt also die ganze Zeit, oder um Akku zu sparen, das Ganze auf einen 10-Minuten-Takt zu setzen. Und ihr habt auch die Option zu sagen, okay, ich möchte den höchsten Puls und niedrigsten Puls einstellen. Dann bekommt ihr auch eine Warnung angezeigt, falls ihr an dieser Stelle Probleme habt und das Ganze überwachen müsst. Zum optischen Herzfrequenzsensor kommt natürlich dann auch noch eine Blutsauerstoffmessung hinzu. Das heißt also, das wird dann auch gemessen. Hier konnte ich jetzt aber auch keine unplausiblen Werte feststellen. Das Ganze war immer hier in einem Rahmen, wie ich das auch dann hier an dieser Stelle erwartet habe. Natürlich an dieser Stelle auch interessant, wie funktioniert der optische Herzfrequenzsensor bei einer Aktivität oder beim Sport. Und da muss ich wirklich sagen, sobald das Ganze ruhig läuft, also wenn ihr ruhige Läufe habt, ist das okay. Aber sobald hier wirklich stärkere Pulsänderungen sind, die wirklich ganz schnell gehen, zum Beispiel beim Intervalltraining oder wie bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt viel filme und stehe bleibe und der Puls hoch und runter geht, hat die Uhr doch definitiv Probleme gegenüber einem Brustgurt. Das heißt also, der Puls kommt hier nicht nach oder die Höchstwerte werden hier gar nicht gemessen, was zum Beispiel auch beim Kraftsport dann hier zu einem Problem kommt. Das ist insoweit problematisch aus dem einfachen Grund, dass ich hier in dem Normalzustand bei der Samsung Galaxy Watch 6 Classic hier keinen Brustgurt verbinden kann. Ich habe jetzt alle Brustgurte ausprobiert. Ich habe jetzt von Polar einen, ich habe von Garmin einen, ich habe von Wahoo einen. Alle haben nicht funktioniert. Das heißt, also ihr könnt hier mit Bluetooth keinen Brustgurt verbinden. Ihr braucht dann auf jeden Fall eine externe App. SportyGo zum Beispiel wäre eine, die das Ganze dann unterstützt. Aber von Haus aus könnt ihr das hier mit der Samsung Galaxy Watch 6 Classic leider nicht. Dies ist insoweit problematisch, wenn ihr hier weitere Auswertungen durchführen wollt. Aber natürlich auch die VO2 Max Messung. Die Uhr bietet ja die Möglichkeit, nach jedem Lauf für euch die VO2 Max anzuzeigen. Und diese war bei mir bis über 10 Punkte niedriger, als es wie es bei meinen anderen Sportuhren ist, die ich jetzt aktuell trage. Da ist es überall im gleichen Bereich. Da habe ich eine VO2 Max von 46 bei mir im aktuellen Stand. Und die Galaxy hat mir meistens immer so 38, 36 hier herausgegeben nach jedem Lauf. Im Umkehrschluss muss man sagen, man braucht hier auf jeden Fall eine Drittanbieter-App, um hier bessere Werte zu erhalten. Und ich hoffe, dass Samsung das irgendwann mal behebt, dass man natürlich auch an dieser Stelle hier ganz einfach einen Brustgurt nutzen kann.
Wenn wir dann schon bei den Aktivitäten sind, kommen wir dann auch direkt zu den Sportaktivitäten. Hier habt ihr natürlich eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, hier Aktivitätstracking durchzuführen. Übers Laufen, vom Radfahren, aber auch Wandern ist hier auf jeden Fall die Möglichkeit vorhanden. Wenn ihr die Aktivitäten dann startet, bekommt ihr dann auch die vorgefertigten Datenfelder für jede Aktivität angezeigt. Beim Laufen wären es zum Beispiel die Herzfrequenzzone, in der ihr gerade unterwegs seid, als natürlich dann eure Pace oder auch die verbrannten Kilokalorien. Und ihr habt natürlich dann die Möglichkeit, mit der Lünette durch die einzelnen Datenfelder durchzuscrollen. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch noch eine Balance angezeigt. Das heißt also, ist eure linke und rechte Seite gleich belastet. Das Ganze würde ich aber hier mit Vorsicht genießen, aus dem ganz einfachen Grund, ihr tragt die Uhr entweder links oder rechts. Dann habt ihr noch die Armbewegung. Das heißt also, es ist wirklich hier schwer für die Uhr, das Ganze zu messen. Die meisten Messgeräte, die das anbieten, liegen eigentlich zentral am Körper. Das heißt, entweder ist es am Brustgurt integriert, dass es hier direkt hier an der Brust habt, oder an einem Laufpod, der hinten am Rücken ist. Da könnt ihr ja viel besser messen, ob das Ganze links und rechts ausbalanciert ist. Das finde ich an dieser Stelle hier etwas schwierig. Das heißt also, ihr solltet auf die Werte jetzt nicht so viel nehmen. Man kann es vielleicht als Anhaltspunkt nehmen, aber ich sage mal, optimal gemessen ist es an dieser Stelle auf jeden Fall nicht. Wenn der Lauf dann durchgeführt ist, könnt ihr natürlich mit Samsung Health das Ganze synchronisieren bzw. wird synchronisiert und ihr könnt euch die ganzen Daten nochmal hier in der App anschauen. Da bekommt ihr dann angezeigt, wie zum Beispiel der Lauf war. Das heißt also, wie waren dann die verschiedenen Abschnitte. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier Kilometerabschnitte habt, dann wird jeder Kilometer ausgewertet. Natürlich bekommt ihr dann auch erweiterte Laufmetriken angezeigt, wie zum Beispiel jetzt hier die Bodenkontaktzeit, als auch die vertikale Bewegung, aber dann auch die Flugzeit, und das finde ich wirklich sehr unglücklich formuliert, weil ich laufe ja und ich fliege nicht. Da geht es einfach darum, wie lang sind eure Beine hier am Boden bzw. in der Luft, also in dem Fall in der Luft und nicht am Boden. Und ja, das sind Begrifflichkeiten, die man so beim Laufen eigentlich hier gar nicht verwendet. Es ist zwar schön, dass diese ganzen Sachen hier angegeben werden, also die erweiterten Metriken, aber so wirklich Schlüsse daraus ziehen kann man nicht, weil man bekommt diese Metriken nicht während des Laufens angezeigt, und eigentlich ist es gerade entscheidend, wenn ich meinen Lauf verbessern möchte, dass ich die Laufmetriken auch während des Laufes sehe und danach trainieren kann. Die Samsung Galaxy Watch Classic bietet auch die Möglichkeit, einen sogenannten Laufcoach zu nutzen. Der ist direkt hier auf die Uhr dabei, das heißt also, ihr könnt es hier dann auswählen. Und wenn ihr in den Laufcoach hineingeht, bekommt ihr auch dann verschiedene Einheiten angeboten. Das heißt also von einem harten Cardio-Training, was auch wirklich Kalorien verbrennt, bis hin zu Intervallen oder auch dann leichte Trainings werden euch angeboten. Das finde ich an dieser Stelle auch schön gemacht. Gerade für jemanden, der hier neu einsteigt, ist es auf jeden Fall schon mal ein Hilfsmittel, um hier sein Training zu erweitern und einfach über das normale Laufen hinauszugehen und sich mal ein bisschen hier, wie sagt man so schön, aus dem Quark zu bewegen. Auch bietet die Samsung Health App hier weitere Workouts an. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel einen Trainingsplan für 5 Kilometer oder 10 Kilometer nutzen, aber auch weitere Workouts werden hier angeboten, um euch einfach hier aus dem Alltag rauszubewegen und etwas gesünder hier Sport zu betreiben bzw. hier geleitete Workouts zu bekommen. Natürlich ist bei Workouts dann auch immer interessant, wie gut ist dann hier das GPS bzw. GPS-Tracking. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic bietet an dieser Stelle hier kein Multiband-GPS an. Das heißt also, das beste GPS gerade im Wald oder in Bergen ist hier nicht verbaut. Und es gibt schon auf jeden Fall Uhren in dieser Preisklasse, die das schon anbieten. Und das finde ich hier auch wirklich eine Schwachstelle. Und wenn man sich das GPS-Tracking dann mal anschaut und im Vergleich zu anderen Uhren, kann man auch wirklich sehr gut erkennen, dass es große Abweichungen teilweise bei der Samsung Galaxy Watch 6 Classic gibt. Auch bei der Entfernung habe ich hier teilweise bis 200-300 Meter oder fast 400 Meter war es im Extremfall weniger auf die Uhr gehabt, als es bei den anderen Uhren, die gerade mal 10 Meter Abweichung haben, was natürlich hier im Toleranzrahmen bei der GPS-Messung ist. Ein weiterer Punkt ist natürlich für viele auch die Navigation. So bietet euch die Samsung Galaxy Watch 6 Classic hier natürlich das klassische Google Maps oder die klassische Google Maps Navigation, wie ihr es auch vom mobilen Handy kennt. Da gibt es ja auch keine großen Unterschiede. An dieser Stelle kann man aber sagen, dass es hier gerade fürs Wandern oder fürs Trailrunning überhaupt nicht geeignet ist, weil halt natürlich viele Wege fehlen. Google basiert mehr auf das Straßennetz, aber natürlich hier nicht auf das Wandernetz. Ebenfalls, was wir nicht bekommen, was wir bei der Galaxy 5 Pro hatten, ist die Backtrack-Funktion. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Liegt es am Speicher? Liegt es an der Akkulaufzeit? Ich habe keine Ahnung. Aber das gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Das heißt also, bei der alten Uhr konntet ihr euch dann wieder zum Startpunkt zurück navigieren lassen. Das ist an dieser Stelle hier dann momentan leider nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz habt ihr natürlich auch eine Smart-Funktion, auf die ich natürlich jetzt nicht so eingegangen bin, weil wir uns mehr auf den Sport fokussieren. Auch die Option hier Auto Active herunterzuladen. Das ist eine App bzw. eine Planungs-App, mit der ihr einmal Routen planen könnt, aber auch hier Navigation durchführen könnt. Und so habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, auf die Samsung Galaxy Watch 6 Classic hier Offline-Karten herunterzuladen und euch dann hier auf der Karte navigieren lassen.
Da habt ihr dann auch die Option, dann hier Trails anzeigen zu lassen, beziehungsweise wenn ihr in die Berge unterwegs seid, bekommt dann auch hier die Berge angezeigt, beziehungsweise dann die Bergwege und habt hier auf jeden Fall eine Alternative, um das Ganze hier zu nutzen, beziehungsweise die Navigation zu nutzen. Dabei muss man aber auch noch sagen, dass das Ganze aber nicht kostenlos ist. Das heißt also, hier fallen dann auf jeden Fall nochmal Abogebühren an. Der letzte wichtige Punkt ist natürlich an dieser Stelle auch die Akkulaufzeit. Und so hatte ich beim Auspacken die Uhr ganz am Anfang hier 15 Stunden Laufzeit, also das ist überhaupt nicht befriedigend gewesen. Das hat sich aber dann über die Zeit gebessert. Aber ich musste zum Beispiel das WLAN ausschalten oder ich habe auch die Smart Notifications nicht eingeschaltet gehabt, beziehungsweise hatte auch das Handy nicht dabei. Und das hat natürlich hier den Akku etwas geschont. Und so kam ich so auf gut 1 bis 1,5 Tage, wenn ich auch die Herzfrequenz runtergestellt habe, auf 2 Tage Laufzeit. Aber mehr ist auf jeden Fall an dieser Stelle hier nicht drin. Ebenfalls ist es dann auch bei den Aktivitäten so, ihr könnt damit rechnen, dass ihr so maximal 10 Stunden aufzeichnen könnt, aber dann ist auch schon Feierabend und das ist wirklich der Optimalwert. Eher ist es meistens etwas weniger, gerade wenn ihr viel auf die Uhr noch rumtippt und rumschaut, dann kann es auch mal zu weniger Laufzeiten kommen. Sei es also für lange Wandertouren, kann es an dieser Stelle hier schon etwas eng werden. Als Vergleich, ich habe mit Outdoor Active heute eine Wandertour gemacht, um das Ganze mal zu filmen und zu gucken, wie das funktioniert, um einfach auch hier für euch ein Tutorial zu machen. Und da kam ich hier auf bei 3 Stunden Laufzeit auf knapp 50% Akkuverbrauch. Und das ist hier wirklich bei 3 Stunden sehr viel. Meiste Wanderungen dauern ja meistens länger, oft kommt man auf 6, 7 Stunden und da macht die Uhr hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon schlapp. Ja, da komme ich auch schon zur Zusammenfassung der Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt hier im Bereich Sport näher betrachtet. Wir haben ja auch noch einen Temperatursensor verbaut, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin. Oder natürlich auch die ganzen Smart-Funktionen, die es hier gibt. Da bietet die Uhr natürlich einiges. Wenn ihr aber sagt, ihr sucht jetzt im Bereich Sport eine Uhr, dann solltet ihr euch vielleicht zweimal überlegen, ob ihr euch wirklich die Samsung Galaxy Watch 6 Classic zulegt. Wie gesagt, ihr habt hier nicht die Möglichkeit, einen Brustgurt zu verbinden. Dazu braucht ihr eine externe App. Bei der Navigation braucht ihr auf jeden Fall eine externe App, die ihr bezahlen müsst. Aber auch der Herzfrequenzsensor ist hier nicht optimal und die GPS-Messung fand ich jetzt an dieser Stelle jetzt auch nicht wirklich überzeugend. Eine Alternative wäre zum Beispiel die neue TicWatch von Mobvoi. Ich habe den Namen genau konkret vergessen. Ich glaube TicWatch 5 Pro heißt sie. Ich blende es einfach mal ein. Die bietet auch hier viele Sportfunktionen und bietet auf jeden Fall auch Smart Notifications bzw. Smart-Funktionen, aber auch dann, wie gesagt, hier im Sportbereich deutlich mehr als es hier die Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Ich finde es leider ein bisschen enttäuschend, dass Samsung hier nicht weitergearbeitet hat. Wie gesagt, wir haben jetzt noch einen Temperatursensor dabei, der das Ganze macht, aber ansonsten hat sich hier wirklich an der Weiterentwicklung nicht viel getan. Ihr habt die Lünette zurückbekommen. Ihr bekommt jetzt hier ein schönes Nylon-Armband, wenn ihr das Ganze vorbestellt habt. Das ist auch wirklich toll, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Ihr habt hier neue Verschlüsse, was die Armbänder angeht, das ist auch ganz gut gemacht. Aber das war es dann auch schon wirklich mit den signifikanten Neuerungen der Uhr. Ja, ich hoffe, der kleine Kurztest hat euch gefallen, obwohl das Licht jetzt nicht mehr ganz optimal ist. Das Ganze hier auch eine sehr spontane Aufnahme war. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung mit der Samsung Galaxy Watch 6 Classic ist, beziehungsweise mit der Samsung Galaxy Watch 6 generell. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, da können wir uns gerne mal austauschen. Ansonsten, ich habe auch mal einen Test zu der TicWatch gemacht, die verlinke ich dir oben mal, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe ja auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du auch mal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, vor allem fürs Zuschauen bei diesen Bedingungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.